밥도 못 먹을 정도로 밥 먹으면 이제 좀 안 좋으니까 술도 나만 먹고 막. 맞지? 양파 좀. 맞다. 아이 덥거든. 오. 진짜 못하는 말이 없으시. 안쪽으로 뚫고 들어갈 수 있어요. 마실래? 당신가 정신이 큰데. Anschauen. Bin ich so gut zu verstehen für alle? Ja. Ja? Und zwar weit im neuen Jahr. Übrigens ein gutes neues Jahr noch, kann ich Ihnen, glaube ich, noch wünschen. Gutes neues. Ich sage das deshalb, weil das ist hier schon nicht nur ein Treffpunkt für uns als Führer und die Gäste geworden, sondern auch die Magdeburger treffen sich mittlerweile hier im großen Innenhof des Hundertwasserhauses. Vorweg eins, dieses ist ein reines Mietshaus hier. Also reines Mietshaus. Alles Mietwohnungen. Schätzen Sie mal, wie viele Säulen gibt es hier in dem Haus? Wie viel? Wie Wie viel? Insgesamt? Nein? 기둥 몇 개야? Noch ein bisschen? Fast, ja. 180 Säulen. 180 Säulen. So, dann würde ich Sie bitten, damit wir richtig anfangen können, gehen wir mal durch den Eingang auf die andere Seite des breiten Weges. Ganz besonders auf Straßenbahnen, Autos und Roller. 훨씬 게 있다는 게 말이 안 돼. Beurteilen. Ja, wir sehen ja also das Hundertwasserhaus in seiner ganzen Größe und Schönheit von hier draußen. Deshalb stelle ich mich gerne hier hin. Hundertwasserhaus wird es allgemein genannt. Wie heißt es richtig? Korrekter Name? Grüne Zitadelle? Grüne Zitadelle, genau. Grüne Zitadelle. Grün, naja, brauchen wir jetzt ein bisschen Vorstellungskraft, ist ja Winter. Ne? Also oben auf dem Dach ist es normalerweise im Frühjahr, Sommer, Herbst. Bunt, grün, 180 Bäume stehen da auf dem Dach. Zitadelle. Ich hole mal ein bisschen aus in der Magdeburger Geschichte. Also Magdeburg, das einschneidende Ereignis in der Magdeburger Geschichte war der 10. Mai 1631. Ja? Magdeburg war eine protestantische Hochburg durch Martin Luther, der hier predigte, und dann war eine der ersten Großstädte im Reich überhaupt, die protestantisch war. Und dann war es explizites Ziel der katholischen Liga unter Tilly und Pappenheim. Die kamen hierher, um die Stadt zu erobern, ein katholisches Zentrum wieder zu errichten. Und dann haben die nach langer Belagerung die Stadt vollständig zerstört. Ein Massaker hier angerichtet, von 30.000 Einwohnern, 25.000 getötet. Am Ende waren noch 250 Menschen in der Stadt. Davon hat sich Magdeburg nie wieder erholt. Man wusste dann nichts Besseres mit der Stadt anzufangen, als sie zur stärksten Festung Preußens auszubauen. Eine Festung. So, fangen wir mal mit Architektur an. Wenn Sie hier so umschauen, das ist so alles Architektur 19. bis 20. bis zum 21. Jahrhundert. Also ein ziemlicher Mischmasch an Architektur. Das liegt daran, Magdeburg, der breite Weg, an dem wir stehen, wurde im Zweiten Weltkrieg am 16. Januar, also ist bald, Jahreszeit, nochmal zu 90% zerstört. Nach der Wende unter sozialistischen Bedingungen in der DDR wieder aufgebaut. Nach der Wende kamen wieder völlig andere architektonische und städteplanerische Ideen zur Geltung, sodass das hier also so ein Mischmasch ist, der auf den ersten Blick befremdlich ist, aber eigentlich typisch für Magdeburg ist und das, was Magdeburg auch ausmacht.
Das Altes wird wiederentdeckt, Neues entsteht. Das steht miteinander mit in Korrespondenz. Und als Höhepunkt haben wir dieses Haus hier, sagen wir mal, von Friedensreich Hundertwasser im Jahr 2005 geschenkt bekommen. Ja? Also 2005? 2005. Ziemlich neu Gebäude. 2005 fertiggestellt. Ah, okay. So, also wenn Sie sich mal umschauen, nochmal die Architekturstile, wir haben da den gotischen Dom, Ja. die Spitzen des gotischen Domes. Darunter das Bankgebäude, postmoderne. Ja? Stärkeren Gegensatz an Architektur kann man sich kaum vorstellen. Wir haben da Gründerzeit mit der Hauptpost, ehemalige Hauptpost, heute Justizzentrum. Und das sind die ersten Gebäude, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gebaut wurden. Schade, ja. Aber er hat es selber als seinen schönsten Entwurf, es war sein letzter Ja. Entwurf, der verwirklicht wurde Achso, bisher. ist das deine Und er- letzte Arbeit? Ja, und er hat es selber als seinen schönsten Ja, Entwurf. ist es auf jeden Fall, ja. Ja, Hundertwasser ist recht liberal aufgewachsen. Er wurde 1928 in Wien geboren, 28 in Wien geboren. Sein Vater ist früh verstorben, seine Mutter war Jüdin. Deutschland, an Nazi-Deutschland angegliedert und da war es vorbei mit liberaler Erziehung. 69 Mitglieder der Familie seiner Mutter wurden getötet von den Nazis. Er musste den Krieg erleben und das hat ihn wirklich traumatisiert in gewisser Weise. Er war auch immer ein zurückgezogener Mensch. Er hat sich dann viel in der Natur aufgehalten und auch schon als Junge angefangen zu malen, zu zeichnen und so weiter. Und nach dem Krieg war er auch kurz an der Kunstakademie in Wien, aber da wollte er nicht hin. Er war so ein bisschen so Individualist, ein Eigenbrötler. Er hat das an der Akademie, das war zu streng für ihn alles, hat sich dann einfach weitergebildet und sich dann schon früh für das Verhältnis Mensch, Architektur, Natur interessiert und fand die Architektur der 50er, 60er, 70er Jahre einfach schrecklich. Er hat gesagt, das ist ein Verbrechen an der Menschheit, schöpferische Impotenz. Er hat sich auch dagegen agitiert, er hat sich nackt auf Marktplätze gestellt und dagegen gewettert. Er hat ein Verschimmelungsmanifest veröffentlicht, in dem er sagte, gegen solche Gebäude. So, wie gesagt, er hat dieses Haus als eine Oase für die Menschheit und die Natur in einem Meer rationeller Häuser bezeichnet und wollte den Menschen mit diesem Haus das verloren gegangene Paradies zurückgeben. Ja? Und im Sommer könnten wir auch paradiesische Zustände da oben erleben müssen können, damit ich um etwas Fantasie. Ja? Den Balkon da in der Halbrundung, da steht auch so ein Gewächs von einer der Mieter, die an die Vereinbarung aus dem Baumietervertrag gehalten. Auf die Beine. Wir hatten zu DDR-Zeiten den Ehrentitel Stadt des Schwermaschinenbaus. Mit großen Kombinaten, benannt nach Ernst Thälmann, Karl Liebknecht, Georgi Dimitrov, Förderanlagenbau und Messgerätetechnik. Damit war es dann sofort vorbei mit der Wende, mit der Wiedervereinigung der beiden Staaten. Wir haben damals von 300.000 Einwohnern von damals in ganz kurzer Zeit 80.000 verloren, auf 220.000 runter, mit der Tendenz noch unter 200.000 zu sinken. 40.000 Arbeitsplätze allein im Schwermaschinenbau, den gibt es nicht mehr. Und die ersten 10 Jahre waren wirklich ziemlich trostlos, düster, keine Perspektive. Kurz vor Einheit war so 300.000 Einwohner war hier. Ja. Und dann nach der Einheit alle Ja, keine Arbeit mehr, keine Arbeit, nichts, auch keine Perspektive. Man sah nicht, wir sind zwar Landeshauptstadt geworden von Sachsen-Anhalt, aber das hat uns auch nicht viel. Es war ein Malwettbewerb für Kinder. Also diese Wohnungsbaugenossenschaft, der Plattenbau gehörte, der hier vorher stand, die haben einen Malwettbewerb ausgeschrieben für Kinder so 4., 5. Klasse. Die sollten aufmalen, wie möchtet ihr mal wohnen? Wie möchtet ihr wohnen? Und da wurden ganz, ganz viele Bilder gemalt, 800 oder mehr. Und dann wurde aus diesen Bildern eine Vorauswahl getroffen und die wurden dann dem Geschäftsführer dieser Wohnungsbaugenossenschaft, ein Herr Opitz, merken Sie sich den Namen Opitz, den haben wir im Wesentlichen das Haus zu verdanken, der sollte dann entscheiden, welches das Schönste sei.
Und da war ein Bild dabei, ein so ganz hoher Stiefel Ja. mit Druckknopfverschlüssen, Ja. ganz viele Fenster drin, hier auch 850 Fenster Ja, in ja. 250 verschiedenen Ausführungen. Und dann war bunt, die Sonne scheint, blauer Himmel, ganz viel Blumen. Und da hat es bei diesem Herrn Opitz Klick gemacht. Der kannte Hundertwasser, sowohl als Maler Ja. als auch als Architekten in Ja. Anführungsstrichen. Aha. Und der hat sich gesagt, warum eigentlich nicht? Ja? Als der dann an die Öffentlichkeit gegangen ist mit seinen Ideen, die Stadt angefragt hat, Hundertwasser angeschrieben hat, ist er durchweg auf Ablehnung gestoßen. Ja. Die Stadt, deshalb diese Situation, deshalb habe ich Ihnen das geschildert, die Stadt hat gesagt, wir müssen erstmal wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen, ehe wir so einen Firlefanz, so einen Quatsch unterstützen können. Aber das unterstützt du auch, ja? Ja, aber wie gesagt, und Hundertwasser hat gesagt, Magdeburg nie gehört, kenne ich nicht, wo liegt das? Wir sind ja auch nicht bekannt als Touristenstadt oder Architekturstadt. Aber dieser Herr Opitz hat nie aufgegeben. Er war wirklich eine Persönlichkeit mit Durchhaltevermögen, mit Beharrungsvermögen, mit Durchsetzungskraft. Er hat Hundertwasser immer wieder angeschrieben am Ende hat er ihn tatsächlich mit der Festungsgeschichte bekommen. So wie ich Ihnen das am Anfang erzählt habe, diese Transformationsidee. Ja, das war das, was ihn dazu gebracht hat, hier tätig zu werden. Und dann hat er sich intensiv mit der Festungsgeschichte befasst, mit der Geschichte Magdeburgs. Und jetzt kommt es, warum ich so auf Architektur rumhacke, mit der dieses Haus damals und jetzt umgebenden Architektur. Die, wenn auch nur in Details, also alle Stile, die ich gezeigt habe, wenn auch nur im Detail, mit in dieses Haus eingeflossen sind. Ja? Sodass er gesagt hat, nee, liebe Magdeburger, nicht irgendwo anders in Elbauenpark oder in eine Kreuzhorst oder irgendwo, Sondern mittendrin, sondern ja. genau hier, wo das Haus kann aufgrund der Festungsgeschichte, Geschichte, aber im Wesentlichen umgebende Architektur nur an dem Platz stehen, wo es jetzt steht. So, und damit wir uns das jetzt noch mal ein bisschen genau... Also nee, bevor wir jetzt hochgehen, wir gehen jetzt noch mal oben auf den Turm rauf, 8. Etage. Bevor wir da hochgehen, noch mal ganz kurz ein paar Grundsätze zu Hundertwassers Idee von Architektur. Er hat gesagt, in der Natur gibt es keine rechten Winkel, in der Natur gibt es keine geraden Linien, in der Natur gibt es keine ebenen Flächen und die Natur ist bunt und vielfältig und alles ist ein Unikat. Und wenn Sie jetzt mal auf Ihre Eintrittskarten schauen, 표 좀. da ist eine Säule drauf. Schauen Sie mal, ob Sie die Säule entdecken. Kann man nämlich hier sehen. Die Säule, schauen Sie mal. Können Sie sie entdecken? Sehen Sie sie? Ja, so gleich. Schauen Sie mal. Haben Sie gesehen? Da ist sie, ne? Ja, genau. Da ist genau. sie, genau. Da ist die Säule. Wunderbar. Okay, 저걸로 만들었대요. das haben die sich so einfach ausgesucht. Die mussten sich ja eine aussuchen. Ne? Ja, okay. Oh, guck mal, wenn man jetzt runter guckt, ja? Ich habe nichts weiter vor. Ja, kannst du sehen. Ja, aber die Tür, das ist schief. Aber die Tür sieht schief aus jetzt hier, obwohl das alles andere schief ist. So, bitteschön. So, dann da diese Treppe nach oben, ja? Gleich nach vorne die Treppe hoch. Hier랑? 아, 나 이런 거 싫어하는데. 무서워, 무서워. 여기 성도 보인다.
Keiner hat Höhenangst, ne? 여기 사진 찍어야 돼. 아, 너무 좋다. Guck mal, Magdeburger Dom, so gut zu sehen. Das sieht so klein aus. Du hast selbst gesagt, aber schön, ja? 네. 올라가는 건 무서운데. 돔이에요, 진짜. 저쪽에 이렇게 기울어진 좁은 데는 어떻게 스키 탈 수 있는 거야? 그렇게 누르면 그렇게 탈 수도 저게 있겠다. 무슨 용도야 대체? 그러게. 산처럼 보이려고 기울여놨나 봐. 기울여놨어? 오빠 여기 놀이터도 있어. 그러네. 이거 되게 짜릿하겠는데? 이거 뭐야 미끄럼틀. 여기가 훨씬 자연스럽게. 아 진짜요? 고도에 있는 건 되게 부자연스러워. 이게 그 진짜 훈도트바스의 사는데. 마지막 마지막 작품이고 최고의 작품이라고 얘기했는데. 와, 이거 굉장하다. 와, 이거 정말 굉장해. Nee, da stehen wir. Gehen wir so ein bisschen weiter nach rechts. Dann haben wir nämlich den Dom und die Kugel. Ja, vorsichtig. So. 다음에 편집해서 올리면 그 구독할게요. 그래. Wenn Sie auch ein Foto haben wollen. Ja, gerne, gerne. So. Wunderbar. Wissen wir da noch so noch vielleicht? Jawohl. So, dann haben wir den alles da. Wunderbar. Mit Dom und Kugeln. So, bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Klarem Wetter kann man genau hinter der Wetterfahne da von dem Gebäude, da ist der Brocken im Harz. Der Brocken ist der höchste Berg im Harz. 오케이. Der höchste Berg Norddeutschlands. Den gucken wir jetzt 하르츠라는 산이 있는데 거기 제일 80 높은 산이 Kilometer, 보인대. 80 Kilometer, aber ist heute ist zu. 80km 떨어져가지고 80 Kilometer. 안 보이네. 자전거 같은데 저기야. 저 라인이. Ansonsten kann man hier sehen natürlich den Dom. Schönster Blick auf den Dom. Dann ist das unsere katholische Bischofskirche, das ist St. Sebastian. Wir haben also zwei Bischofskirchen hier, evangelische im Dom, katholische in St. Sebastian. Um die Ecke unser wunderbares romanisches Kloster mit unserer lieben Frau. Ja. Wunderbar. Warst du schon mal drin in der Kirche, seitdem sie saniert ist? Ich weiß, vor 3 Jahren war Nee, ich müssen da. wir jetzt reingehen. Ja? Absolut. Das ist so toll saniert worden. Die Kirche ist fantastisch geworden. Das da hinten ist die Johanneskirche, wo Magdeburg protestantisch wurde. Ne? Also da hat Martin Luther gepredigt, 1524 und Magdeburg wurde protestantisch. Und ansonsten, ja, kann man sehen, dass Magdeburg auch die Bundesstadt ist. Wir zählen zu den grünsten Städten in Deutschland. Was noch interessant ist, da hinten ist noch ein interessantes Gebäude, wie so ein Kegel, ja? Ja? Mit so einer Spirale drumherum. Ja. Das ist der sogenannte Jahrtausendturm. Ach so, na klar. Der steht im ehemaligen Bundesgartenschaugelände. Da können Sie 6000 Jahre Technikgeschichte der Menschheit sehen. Also von so Schöpfrädern, Wasserschöpfrädern von Rindern oder Menschenbetrieben bis hin zur Kernphysik, 여기가 Astrophysik. 막대구에서 그 박람회 Ganz ganz in der Saison von April bis Oktober bis 건축 November. 탐험 Sehr schön, sich das 박람회인데 auch mal anzugucken. 기념으로 Schaut 나온 das mal, 거 ja? Das ist interessant, ne? So, was, dann wollen wir 100 Wasser nicht ganz vergessen. Ja. Das ist ja alles wie eine Spirale. Der Turm, die Treppe, ja, und die Spirale war wirklich eines seiner Hauptmotive seiner Malerei, aber auch Architektur, weil er darin das ewige Werden und Vergehen in der Natur symbolisiert hat. Die Spirale, da kommt man nicht wieder raus. Ja. Und dann haben wir ja diese wunderschönen goldenen Kugeln hier. Ne?
goldene Kugeln, ja, die schönsten, die sind tatsächlich gut zwar aus Kunststoff, aber mit 8 Schichten Blattgold belegt. Echtes Blattgold. Ja, aber da kommt nicht viel zusammen, also abkratzen lohnt sich nicht. So, 8 Kugeln sind das insgesamt und 8 Schichten Blattgold. Warum habe ich jetzt die 8 zweimal so betont? Legen Sie mal die 8 auf die Seite und dann haben wir das mathematisch gezeichnet für unendlich und dann sind wir wieder bei der Spirale angeht. Wir haben eine ganze Menge neue Hochhäuser bekommen hier. Magdeburg hat eigentlich nur über ein Hochhaus verfügt, das war da hinten am Bahnhof, das Fahrerhochhaus. Jetzt haben wir da hinten als erstes den sogenannten Katharinenturm am Breiten Weg bekommen. Dann hier vorne ein Energieversorger, unser Energieversorger EVM im Magdeburger. Ja. Und dann links ganz neu, wo der Kran noch steht, das ist der sogenannte Luisenturm. Da stand mal so ein kleines Hochhaus, Bauarbeiterhotel, hat man abgerissen. Das nur. Aber es sollen an noch anderen verschiedenen Orten. Direkt am Alten Markt entsteht noch ein Hochhaus, am Damaschke-Platz soll eins hinkommen, am Universitätsplatz ist eins geplant. Also man will an allen markanten Einstiegsorten in die Innenstadt so eine Art Eingangstore bauen. Im Zweiten Weltkrieg nochmal zerstört. Der Breite Weg galt als eine der schönsten Barockstraßen Deutschlands, wenn nicht Europas. Das heißt also, wenn Sie mal da rüber schauen, dann sehen Sie da das Eckhaus auf der Ecke, das ist Barock. Ja. Also das ist aber nicht, das ist Neobarock. Echt barock sind die beiden schmalen daneben. Ja, und das sind die einzigen beiden Häuser, die die Zerstörung am 16. Januar, also in 2 Tagen überlebt haben. Genau, die beiden schmalen da. Ne? Die nennen wir Max und Moritz. Okay, dann mache ich jetzt den Vorschlag, damit wir noch ein bisschen was sehen können. Wir gehen jetzt denselben Weg. Das Ganze, und Sie dürfen also selbsttätig jegliche Treppen und Türen benutzen. Oh, hier hat einer Bier getrunken. Ja. 근데 제주도에 있는 건 현대레트바스 재단에서 그 나무 디자인으로 만든 거고 짝퉁이 나무고 근데 여기는 정말 오리지널입니다. 여기가 가장 힘들어요. 이런 것도 유리가 있으니까 괜찮아요. 휘어진 건 똑바로 건 이상 모르겠어. 다 휘어놨어. 똑바르지 않아. 전체적으로 위로 올라가면서 나선형인가 봐. 이것도 이렇게 되네. 이것도 이렇게 기울어. 다 기울었어. 묘하게. 봐. Langsam, langsam. 또 들려? 주차장은 안 됐어요. 오늘도 집에서 삼촌이랑 같이 한식 구워 먹었습니다. 맞아. Das andere Gebäude, wenn wir das anschauen hier. 아빠, 빨리 빨리. So, ich bitte Sie, sich an den ersten Anblick zu erinnern, den wir hatten vom Breiten Weg aus. Ja? Da stand das Burgartige, das Festungsartige im Vordergrund. Hier mit den aufsteigenden Terrassen ist das Grüne, die Natur
im Vordergrund stehend hier. Die erste Terrasse, die Sie da sehen, das ist übrigens die Spielfläche für einen Kindergarten, der dort untergebracht ist. Also, die durften den aber gerade nicht benutzen, weil das Ordnungsamt festgestellt hat, dass die Geräte nicht den entsprechenden Normen, aber gut, wie auch immer. So, aber dazu Folgendes: Hundertwasser war nicht nur an ökologischen Aspekten oder architektonischen Aspekten interessiert, sondern auch an sozialen. Ja, deshalb alles Mietwohnungen, keine Eigentumswohnungen, damit das nicht durch Kauf und Weiterverkauf zum Spekulationsobjekt wird. Und es sollte in jeder Einrichtung, wenn möglich, eine soziale Einrichtung drin sein. Hier eben ein Kindergarten. Ja. So, dieses Haus, ich sagte ja, wurde initiiert von dieser Wohnungsbaugenossenschaft. 사회적으로 연결되는 걸 원해가지고 한가운데 놀이터를 Die 만들어. hatte dann aber nicht die Mittel, das zu verwirklichen. Das war eine andere Wohnungsbaugenossenschaft, Gero AG, die gehörte dem katholischen Bistum Magdeburg. Die haben das bauen lassen von den Architekten Spielmann und Pelikan. Da gab es dann Differenzen innerhalb dieser Gesellschaft und die haben es dann verkauft an einen Schweizer Immobilienfonds. Der wird vertreten von einem einzelnen Herrn, der über diesen Fonds jetzt über dieses ganze Haus herrscht. Ja? Da gab es auch erst ein bisschen Bedenken, Immobilienfonds, naja, aber er hält sich im Wesentlichen an die Ideen Hundertwassers und es wird also, passt auch der Nachlassverwalter, passt auch auf, den gibt es immer noch, dass hier also Hundertwassers Ideen weiter berücksichtigt werden. Zur Nutzung, Sie haben es gesehen, im Innenhof, unten sind Geschäfte, Cafés, Restaurants, Eingang zum Hotel, unten drunter ist noch eine Tiefgarage, um die Ecke der Eingang zu einem kleinen Theater, was auch im Kellergeschoss ist, kein ständiges Theater, ein Gastspieltheater für Kleinkunst, Musik, Kabarett und so weiter. In der ersten Etage der Kindergarten und 40 Hotelzimmer. In der zweiten Etage Büros, werden Sie vielleicht gesehen haben, Ärzte, Anwälte, Steuerberater haben da ihre Büros. Und ab dritte Etage 55 Wohnungen von 50 Quadratmeter Größe bis 150 Quadratmeter Größe. Alle unterschiedlich. Auch Maisonette-Wohnungen da und ein Penthouse, was wir noch sehen werden gleich. Die kosten im Moment ungefähr 14 € warm pro Quadratmeter im Monat. Also 100 Quadratmeter 1.400 €. Das war mal Spitze in Magdeburg. Zum Vergleich, eine ordentliche Wohnung in Magdeburg kriegen Sie so zwischen 9 und 10 €. 평이면은 25평 정도가 1,400 €. So, dann wollen wir mal uns diese im Sommer paradiesischen Zustände auf einer Terrasse angucken und noch in eine ehemalige Wohnung rein. Ja? Okay. 요즘에 독일 물가가 갑자기 워낙 올라가지고 보통이 된 건데 원래는 좀 비싼 거지. So, ich hatte ja schon am Anfang erzählt, Hundertwasser lebte lange in Neuseeland. Das hat ihm dort sehr gut gefallen. Er hat sich dort ein riesen Grundstück gekauft, 450 Hektar. Da standen auch schon Häuser, Gebäude, die er geheilt hat. Ja, wie er das so nach seinen Vorstellungen. Aber was er auch gemacht hat, er hat in die Erde eine Höhle gegraben. Wie beim kleinen Hobbit oder Herr der Ringe, ja, mit ganz vielen Fenstern drumherum. Also er wollte sicher sein vor Krieg, ich hatte es erzählt, diese traumatischen Erlebnisse, aber sehen, was draußen passiert. Deshalb auch die vielen Fenster hier. Ja? Und deshalb hat er den Maulwurf, den Vater der Architektur genannt. Ja? Und das hier sind symbolisierte große Maulwurfshügel. 그 사람이 어렸을 때 전쟁하고 어머니 돌아가시고 했던 트라우마 때문에 그런 거라서 그런 거를 땅 속에서 사는 두더지를 형상화해가지고 이런 걸 만들었죠. 끝난 거예요? 아니 저기로 계속 간다. Alles gut. So, selbe Prozedur wie vorhin, nur diesmal 5. Etage. Ja? 5. Etage. 이번에는 그냥 5층만 6층이래 6층. 6층만 볼 거야.
계단 올라가는 거 맞아. 야단이었구나. 위에서 들어오는. 아까 어디서 봤지? So, diese Beleuchtung ist ja auch nur zur Weihnachtszeit oder ein bisschen drüber hinaus jetzt. Da machen wir auch eine Blumenführung, also das wird bald wieder abgebaut. Das hier ist das Penthouse hier, das ist das Castelletto. Castelletto, also kleines Schlösschen hier. Das ist die exklusivste Wohnung hier, die man hier mieten kann. Und zwar nicht, weil so ein Penthouse ist und eine schöne Terrasse und man gut gucken kann, sondern das wirklich Exklusive ist, dass der gesamte Bereich hier, die Terrasse, zur alleinigen Nutzung des jeweiligen Mieters ist. Und ich muss dazu sagen, alle Grünbereiche, Terrassen, Dächer sind nicht öffentlich, überhaupt nicht öffentlich, auch nicht für die Mieter. Ja, jeder Mieter hat nur einen Schlüssel für seinen Aufgang, es gibt 5 Aufgänge und darf auch nur in den Grünbereich, der zu seiner Wohnung gehört. Sie kommen hier also nur mit Führung oder wenn Sie eines dieser Etablissements hier für Veranstaltungen mieten, Geburtstage oder Konferenzen oder was auch immer, können Sie das mieten, Catering und so weiter, können Sie alles nutzen hier. Und das geht erst seit etwa 5 Jahren. Das war früher vermietet, jetzt hat es der Eigentümer, dieser Immobilienfonds, der Herr, dem der gehört, der Herr aus der Schweiz, für seine eigenen Zwecke genommen und kann man mieten für Veranstaltungen mittlerweile. Aber was das Wichtige ist, er hat das für die Führung geöffnet, sowohl den Turm als auch die Terrassen hier, was natürlich eine außerordentliche Bereicherung für die Führung ist. Insbesondere der Turm natürlich hat man eine wunderschöne Aussicht, aber hier insbesondere ist man der Idee Hundertwassers, mitten in der Stadt, im Wald, im Garten, in den Bäumen zu sein, natürlich wesentlich näher als auf dem Turm. Es war sogar noch besser hier, da wo Sie jetzt stehen, da sehen Sie so ein paar Löcher. Da standen ursprünglich tatsächlich noch Bäume früher. Die haben aber trotz gärtnerischer Pflege, also hier wird auch gärtnerisch eingegriffen in die ganze Sache, mussten die aufgrund der Trockenheit der letzten Sommer 여기는 펜트하우스라서 특별하게 따로 돈 많이 내는 사람이 쓰는 건가 봐. 볼 수 있는데 5년 전까지는 저기 집주인이 있다가 5년 동안 뭐 수리했는지 뭐 어떻게 해가지고 가지고 있다 다시 분양을 하고 있대. 근데 여기 입주민들은 모든 정원에 다 갈 수 있는 게 아니라 자기가 접근할 수 있는 정원의 열대만 가지고 있대. Ein neues Wahrzeichen. Magdeburg da hinten, die Brücke. Das ist die neue Brücke da hinten, die Kaiser-Otto-Brücke. Die ist gerade für den Autoverkehr und den Straßenbau und so weiter geöffnet worden. Das wird also ein absolut technisches und architektonisches Highlight nochmal geworden. Also am schönsten finde ich, also hier ist einer der schönsten Plätze, wenn Sie im Herbst hier sind, im Herbst, weil diese Bäume sind dann orange, rot, gelb, blauer Himmel und dann die goldene Kugel da durchscheinen, das ist ein Traum. Also ist natürlich auch im Frühling schön und im Sommer, aber im Herbst
mit den vielen Farben finde ich es noch, 가을이 제일 이쁘대 이게 막 fast noch 빨갛고 노랗고 하다가 파란 하늘에 also wie 공에 Indian Summer bloß auf dem Dach vom Hundertwasserhaus. Ja, das. Ich sag da nichts dazu. 왜 생기시마겠다. Pass auf, wir wurden extra noch mal bei einer Versammlung Anfang des Jahres darauf hingewiesen, keine negativen Äußerungen über das Haus und die Mieter. Man weiß keiner, ob das ein Pelikan oder ein Storch oder... 뜬금없이 우리가 있는. Ist das auch Design von Gestaltung von Was, 100 ich weiß nicht, wo sie die her Okay, haben. ja. Keine Ahnung. Irgendwer hat die mal irgendwo gesehen und meinte, Pelikan. Ach so. Vielleicht deshalb, aber Ja. manche sagen auch Pelikan ist es auch nicht. Also im Kopf hat er eher wie ein Storch oder... Ne? Egal, ich habe nichts gesagt, Pelikan, ne? ja. Ich habe nichts gesagt. Also unbedingt das Kloster ist komplett saniert in den letzten 20 Jahren Ah, okay. und ist wirklich eines der schönsten romanischen Klosteranlagen, die Sie in Deutschland finden können. Wenn Sie noch nicht drin waren, ist Kunstmuseum und Konzerthalle, aber unbedingt die Kirche anschauen. Das ist wirklich Okay. ganz, ganz fantastisch. Da, ja. Die Kirche hier, ja, die romanische Kirche. Hat noch bis 17 Uhr geöffnet, aber das 10년 동안 수리했대. 그래서 최근에 열었나 봐. 그래가지고 kostet allerdings 4,50 Euro Eintritt. 조교회. 아빠 그런 콘서트 봤어요? 이런 게 있어요. 공원 같아요. 잘돼 있는 공원. Ja, ein bisschen vorsichtig. 여기 조심해. Herr Hicht, Das ist Hundertwasser. hallo 100 Wasser. Gebäude Station. 이 사람이 100 Wasser. Also hier 100 Wohnung. Also das ist nicht mehr so, wie nur die Wohnung war. Das Ganze nennt sich jetzt Museumslounge. Museumslounge. Also Museum, weil hier ein paar Drucke von Hundertwasser hängen. Manchmal sind hier auch kleine Ausstellungen von Künstlern von Magdeburg oder Umgebung, die dazu passen zu dem Haus hier. Und ein Lounge eben, Sie sehen hier eine schöne Bar. Man kann das auch mieten für Geburtstage. Oder wenn größere Gruppen kommen, bestellen auch gerne mal einen Sektempfang hier. Kann man alles über die Verwaltung dann man hat also die ganze Raumstruktur. Sie sind schon genau richtig. Kommen Sie mal ruhig hierher, da sind dann mal in die Ecke. Genau, hier sind ein paar Fotos. Das ist nicht ganz uninteressant. Die haben sie dummerweise umgehängt nach einer Ausstellung. So, wir haben da erstmal das Kunsthaus in Wien dort und das Hundertwasserhaus in Wien. Die wurden Mitte der 80er Jahre gebaut, war aber nicht das erste. Sondern das erste war auch eine Heilung, die Verwaltung der Porzellanmanufaktur Rosenthal in Selb. Das war das erste, was sie gemacht haben. So, dann sehen Sie hier unser Haus hier. Sieht am besten aus. Aber schon noch gar nicht, gleich nachdem es fertig war. Keine Bäume, kein Grün. Sieht noch ziemlich kahl aus, das Ganze hier. Ne? So, was noch interessant ist, das hier, ich hatte ja von dieser Heilungsarchitektur, damit Sie sich mal ein Bild machen können, das ist der Plattenbau in Wittenberg, wo heute ein Gymnasium drin ist. Das verstand er unter Heilungsarchitektur. Ja. Was noch interessant ist, ist hier oben die Waldspirale in Darmstadt. Da hat er das ganze Gebäude wie eine Spirale gebaut und die steht auch im Wesentlichen im Grünen. Und das ist im Gegensatz, wir sind tatsächlich das öffentlichste von allen Objekten, die Hundertwasser geschaffen hat. In den fast allen
können Sie nicht rein, werden keine Führung gemacht. Das ist auch eine reine Wohnanlage, die Sie nur von außen anschauen können, aber da kommen Sie nicht rein. Das ist eine reine. Was noch interessant ist dann hier, das ist ein Industrieprojekt, das ist eine Müllverbrennungsanlage in Japan, bei Osaka. Und sowas gibt es auch in Wien. Also das ist kein Turm von einer Moschee, sondern das ist der Schornstein von der Verbrennungsanlage sozusagen. Ne? Aber er hat auch mit Kirchen sich beschäftigt. In der Nähe von Graz gibt es Graz in Kärnten, da gibt es einen Ort namens Bernbach, da hat er eine Kirche umgestaltet. Also sowas hat er alles auch gemacht. So, dann würde ich Sie bitten, wir gehen mal neben 100 Wasser die Treppe runter und gucken uns den unteren Raum nochmal an. Ist das Originaldruck von 100 Wasser? Ja. Achso, das ist der Ja, also, 10.000 von... ja, er war sehr geschäftstüchtig. Ja. Aber hier steht, schauen Sie hier, da steht Friedensreich in seiner Schrift. Ja, er hat eine spezielle Schrift verwendet. 석 하나는 실크 프린트하는 거야. Das hat übrigens, der Name, er hieß eigentlich Friedrich Stowasser. Friedrich Stowasser. 일본 장인들이 프린트하는